Heute dreht sich alles um Taucheruhren, die ich für dich gefunden habe. 7 Stück an der Zahl, die gucken wir uns gleich an. Und schön, dass du wieder in meinem Kanal reinschaust, wo sich alles um Uhren dreht. Und wenn du noch nicht abonniert hast, solltest du das tun, wenn du dich für Uhren interessierst. Uhrentest, Fliegeruhren, Schweizer Uhren, Uhren-News, Microbrands, alles dabei, G-Shock und. Lass ein Abo da. Ich freue mich, wenn du in meiner Community bist. Und jetzt gucken wir uns die Sale-Angebote an. Hier ist David von Watch David. Hi, schön, dass du wieder da bist. Jetzt gucken wir uns die Sale-Angebote an. Und wir quatschen gar nicht lang rum. Und wir steigen sofort ein. So. Los geht's mit der Tissot Taucheruhr Seastar 1000. Und zwar habe ich die bei Christ entdeckt. Guck mal hier, schön in dem Grün. Diese Milan. Also mega Hammer Uhr, finde ich. Guckt euch mal den Farbverlauf hier an. Finde ich richtig stark. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ausgesprochen schöne Uhr. Gerade Grün ist ja wieder voll im Kommen. Finde ich richtig stark. 625 UVP, 500 €. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist schon ein guter Schnack. Und zwar haben wir hier 150 Gramm Gewicht, 45,5 mm Gehäusedurchmesser. Da müsst ihr mal gucken, wem die Uhr an den Arm passt. Knapp 13 mm Gehäusehöhe, finde ich völlig okay. 300 Meter wasserdicht, Quarz-Variante, ETA und ja, 22 mm Bandbreite. Also ihr seht schon, es ist eine etwas größere Uhr. So. Das fand ich ganz cool, habe ich bei Chris gesehen. Und dann durch Zufall habe ich nochmal nach der Referenznummer geguckt. Und siehe da, bei eBay für 261 € ein paar zerquetschte. Guckt euch das mal an. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und wenn er gleich 2 kauft, dann zahlt er nur 2,35 und ein paar kaputte. Das ist ja wohl ein Ding, ne? Ich habe geguckt, ist damit irgendwas? Ja, es ist natürlich damit irgendwas, denn die Kollegen kommen aus China. So, das heißt, ihr müsstet die erstmal nach Deutschland holen. So, rechnet mal, man sagt immer so ungefähr 25% inklusive aller Gebühren, die kommen noch on top. Das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir mal so, wie sagen wir, wir zahlen jetzt 2,50, kommen also noch 75 €, kommen also noch 75 € circa on top. Dann lass es 80 € sein. So, dann seid ihr bei 2,60, dann seid ihr bei 3,40 €, sagen wir mal 3,50 insgesamt. Und da seid ihr immer noch 150 € günstiger als jetzt bei Christ. Klar, wenn hier was mit dem Ticker ist, geht er direkt zu Christ und sagt, ey, kaputt. Wenn hier was mit dem Ticker ist, blöd, geht er vielleicht auch zu Christ und sagt, Beleg verloren, keine Ahnung, oder geht zu eurem Juwelier des Vertrauens. Aber ich fand den Preis sehr heiß. Ja, müsst ihr selber mal sehen. Versandkosten gibt es, glaube ich, nicht. Nee, kostenloser Versand. Speedy Gonzales ist dann unterwegs, keine Ahnung. Ja, das fand ich ziemlich cool. Das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Für denjenigen, der ein bisschen Mut hat, auch in China die Uhr zu bestellen. Genau, so, weiter geht's. Das finde ich auch ein mega Knaller. Alpina gibt es gerade in der Uhrenlounge. Und zwar nur ein einziges Mal. Ist eine sogenannte B-Ware, lag schon im Schaufenster oder ähnliches, wurde gegebenenfalls mal angefasst, ähnlich wie meine Fotouhren. Und ja, 487,50, ganz krumme Summe, aber die Uhr hat mal 750 € gekostet. Und ich finde, die Uhr macht richtig gut was her. Also 300 Meter wasserdicht, schön schwarz. Alpina kann man nichts verkehrt machen. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wird sehr schnell geliefert. Und ja, hier stehen nochmal alle Details dazu drin. Die Links, wie immer, zu den einzelnen Uhren, alles unten in der Beschreibung. Ich hoffe natürlich, dass die Uhr dann noch da ist, wenn du dir das Video anguckst und du dich vielleicht jetzt gerade für die Alpina interessierst. Ja, und ansonsten könnt ihr hier nochmal alles durchgucken, was es bei der Uhr so auf sich hat. 44 mm haben wir hier. Edelstahl-PVD-Beschichtung, Kautschukband mit Dornschließe, Saphirglas, 300 Meter wasserdicht und so weiter. Also ja, schöne Uhr, super, super geiler Deal und ihr kauft direkt beim Juwelier. Und ich kenne die Uhrenlounge schon sehr, sehr lange. Da könnt ihr auf jeden Fall ungesehen eine Uhr kaufen. Nummer 3 in der Runde, eine Seiko Prospex Automatic Monster Black Series. Die fand ich optisch ziemlich cool. Also,
Die finde ich richtig stark, muss ich sagen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und ja, 480, etwas mehr als 480 Euro. Es ist ein paar Euro runtergegangen, 8%. Interessant ist, Limitierung auf 7000 Stück. Klar, wir wissen, 7000, 15.000, was wir gerade erst hatten mit der Seiko Bruce Lee, die ich auch im Test hatte. Ja, muss man mal gucken. Das ist immer eine sehr hohe Auflage. Bruce Lee zieht da natürlich. Aber irgendwann sind sie halt alle weg und dann ist das Gejammer groß. Genau, also das fand ich super interessant bei Steiner, kannte ich vorher gar nicht. Dann haben wir bei eBay eine Citizen Pro Master, die finde ich optisch richtig stark. Also ich kann euch gar nicht sagen, wieso mich die so anfixt, aber die Farben finde ich einfach nur mega. Und diese Form, das hat sowas von so einem Seeigel irgendwie, also finde ich total geil. Also die macht richtig gut was her, finde ich. Und auch ich mag ja auch die Bänder hier von den Citizens. Das gefällt mir sehr gut. Also es ist richtig, richtig schöne Taucheruhr, kann man nicht anders sagen. Ja, hier auch schön der Lumen und das Coole ist, die wird in dieser Taucherflasche geliefert. Ich hatte auch schon eine Citizen Pro Master im Review, da könnt ihr die Taucherflasche auch nochmal sehen. Die habe ich da auseinandergenommen, praktisch weil da drin ja die Uhr ist. Also das ist eine ziemlich coole Sache. Gefällt mir sehr gut und preislich finde ich es halt auch sehr charmant. 309 Euro legen wir hier statt 429. Also der Preis ist wirklich heiß und ja, er sitzt in Deutschland, der Verkäufer, 30 Tage Rückgaberecht, also alles dabei, passt. Das finde ich ein super Ticker, wenn es mal ein bisschen, ja, bisschen größer sein soll. Gucken, was er hier für Daten hat. 13 mm sind wir hier in der Höhe, 46 mm Durchmesser haben wir hier. Dann nähern wir uns schon meiner Reif Tech, dem Beast mit 47,7 mm, beziehungsweise der Andersmann, die auch limitiert sind auf 100 Stück. Die ist auch so groß. Ja, 20 Bar wasserdicht haben wir hier und Stegbreite haben wir sogar 23 mm. Also das ist natürlich schon echt ordentlich. Und ja, schaut euch das an. Der Link, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ist sehr interessant. Gewicht 90 Gramm, auch völlig okay. Gerade durch das Kautschukband ist das natürlich schon... Ja, also ich finde sie irgendwie... Also sie hat was. So ein schönes, hässliches Endline, in Anführungsstrichen hässliches Endline, die dadurch auch schon wieder irgendwie geil ist. Ja, finde ich cool. So, dann darf natürlich eine G-Shock nicht fehlen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Bei Rüschenbeck gibt es gerade die Frogman, die Limited Edition, das eine Hommage-Uhr war. Ich habe auch ein eigenes Video davon gedreht. Für 3,99 statt 5,69. Und das ist natürlich ein super Preis, weil sie war jetzt länger ausverkauft. Man hat sie kaum noch bekommen. Und weil die echten Fans, die haben die Uhr sofort gekauft. Weil, wie gesagt, das ist eine Hommage-Uhr und eine ältere Variante. Guckt euch das Video bei mir an. Und ja, die Uhr ist jetzt, wie gesagt, für 3,99 erhältlich. Ich weiß nicht, wie viel, kann sein, dass nur noch eine da ist, vielleicht zwei, keine Ahnung. Muss man mal sehen, wie lange die noch da sind. Aber den Preis, den fand ich richtig heiß. So, dann, die fand ich auch richtig Hammer. Guckt euch das an hier, diese Schwarz, bah, eine schöne Luminox. Also ich mag ja sowas, hier mit dem Anker so drauf und so, bah. Gefällt mir sehr gut, sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Hier der Lumen praktisch nachts von der Seite. Ja, schön Ecken und Kanten. Ja, sieht also wirklich Navy Seal. Also, da ist der Namenprogramm. Richtig schöne Uhr. Lieferzeit 24 bis 48 Stunden. 545 war der vorherige Preis. Es handelt sich hierbei um einen spanischen Shop. Hier seht ihr, wo er sitzt. Bei Bilbao. Ja, ich habe schon viele Sachen in Spanien bestellt. Innerhalb der EU überhaupt gar kein Problem. Sollte also keine Probleme geben und sein. Da sollte nichts anbrennen. So, dann die letzte im Bunde. Ja, hier sehen wir eine Certina. 535 Euro ist der normale UVP, ist jetzt also nicht wirklich reduziert. Ich fand sie aber optisch wirklich echt den Knaller. Die gleiche Uhr gibt es auch nochmal in schwarz. Das finde ich auch ziemlich geil hier mit dem grünen Sekundenzeiger. Und beim Vorkassenpreis seid ihr bei 518 Euro. Ja, es ist kein direktes Sale-Angebot, aber
Die Uhr wollte ich euch nochmal vorstellen, weil ich sie optisch halt wirklich echt cool finde. Ja, hier, guck mal hier. Das mit dem Blau und Rot, das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Hier auch der Lumen. Klar, das ist wieder so ein 3D-Modellfoto. Aber ja, das gefällt mir schon. Und die schwarze sieht halt auch sehr nice aus, ne? Guck. Also die schwarze gefällt mir fast noch besser. Hier schön mit dem Grün. Hat so ein bisschen was von der Longines von meiner 300 Meter Dresswatch. Der Dresswatch Diver. Ja, das gefällt mir gut. Ja, auch 5,35. Wieso ich die Uhr eigentlich hatte, ist, die war vorhin bei 4,99. Also fragt ihn ruhig, ob er sie für 4,99 bekommt. Weil als ich den Reiter aufgemacht habe, da war sie günstiger. Deswegen ist sie eigentlich hier drin. Genau. So, dann haben wir hier noch die Werte. Ein kostzertifizierter Chronometer. Also das finde ich schon interessant für den Preis. Höhe 10,9 und wir haben 200 Meter Wasserdichtigkeit. ETA Quarzwerk natürlich für den Preis. 158 Gramm haben wir. Und ja, Datumsanzeige, Batterieendanzeige und so weiter. Ist schon ziemlich nice. 41 mm Gehäusedurchmesser. Das ist auch wieder eine Größe, die mir sehr gut steht. Und ja, Herkunftsland Schweiz und so weiter. Brauche ich nichts weiter zu sagen. Dann sind wir durch damit. Dann noch eine kurze Info. Die Le Faubins, die liegen ja auch bei 500 € bei mir im Shop. Die sind gerade alle wieder verfügbar. Alle Farben und alle Varianten sind verfügbar mit allen verschiedenen Bändern für kurze Zeit. Die sind ja immer ruckzuck ausverkauft. Also John versucht da wirklich die Lager zu befüllen, aber die Nachfrage ist ziemlich groß. Schaut dort mal rein. Ja, nein, ja. Die sind nicht im Sale. Aber vielleicht machen euch die Uhren ja auch an. Das war eine kleine Sale-Übersicht, kurz vor Weihnachten. Wenn euch sowas interessiert, lasst ein Abo da, wie gesagt. Also haut rein, ne? Macht's gut! Ciao! Und jetzt geht's hier zu den nächsten Videos. Klick einfach mal hier. Hier kannst du klicken. Hier oder hier. Hier klickst du. Hier kannst du klicken. Auch klick.